Im Streit um den Haushalt 2025 droht der Ampel weiter eine Zerreißprobe. Noch immer konnten sich SPD, Grüne und FDP nicht einigen. Das ursprüngliche Versprechen des Kanzlers, bis zum 3. Juli, also morgen, eine Einigung zu präsentieren, ist schon längst über den Haufen geworfen worden. Selbst aus der eigenen Partei bekam Olaf Scholz erheblichen Druck, nicht bei den Sozialleistungen zu kürzen. Und nun kann der Genosse erst mal durchatmen. Ein SPD-Mitgliederbegehren bleibt ihm erspart. Vor allem die Liberalen pochen aber auf deutliche Einsparungen. Und die Opposition, sie bleibt bei ihrer Forderung, dass Scholz die Vertrauensfrage stellen muss. Wenn 3 sich streiten, kommt kein Haushalt rum. Es ist nicht der erste Ampelstreit der Bundesregierung, aber es könnte der letzte sein. Die Ampel hat es nicht geschafft, einen Haushalt in der regulären Zeit zu verabschieden. Jetzt heißt es nachsitzen. Doch nicht einmal innerhalb der SPD herrscht Einigkeit. Bundeskanzler Olaf Scholz hat angekündigt, mit dem vorhandenen Geld auskommen zu wollen. Große Teile seiner eigenen Partei sind da anderer Meinung. Die brisante Mitgliederbefragung innerhalb der SPD konnte abgewendet werden. Inhaltlich will die Parteispitze die Schuldenbremse aber weiter durch eine Ausnahmeregelung aussetzen. Nach Sparen hört sich das nicht an. Liefert die Begründung des Bundesverfassungsgerichtsurteils zur Schuldenbremse und zu den Ausnahmeregeln ja auch ganz klar die notwendige Argumentation, dass es hier um eine Notlage handelt, die eben über mehrere Jahre hinweg geht, bedauerlicherweise muss man sagen, und dass wir aber diese Herausforderungen nicht mit einer einmaligen Notlagenerklärung auch bewältigen können. Und für uns SozialdemokratInnen ist deshalb vollkommen klar, mit uns gibt es keine Kürzungen im sozialen Bereich. Die FDP bleibt weiter hart. Die Schuldenbremse sei nicht verhandelbar. Es müsse gespart werden. Ausgerechnet die Grünen wollen im Ampelchaos jetzt vermitteln. Rhetorisch gehen sie einen Schritt auf die FDP zu. In der Realität wollen aber auch sie weder beim Umweltschutz noch bei Sozialleistungen sparen. Ich will einmal noch mal klarstellen, wir stehen natürlich zur Schuldenbremse. Wir glauben aber, dass sie atmend sein muss und dass sie, wenn es notwendig ist, auch Investitionen anders zulassen soll. Und wir glauben, diese Zeiten sind jetzt. Wenn 30 streiten, freut sich der Vierte. Von der Seitenlinie aus genießt die Union den Krach und hofft auf ein Ampel-Aus. Kein Wunder, in Umfragen sind sie mittlerweile so stark wie alle 3 Ampelparteien zusammen. Ein großes Thema war eine mögliche Bundestagswahl. Wir hören auf den Fluren immer mehr das Wort Vertrauensfrage. Sie wissen, die Haushaltsberatungen sind in der Sackgasse. Unsere Forderung bleibt, der Bundeskanzler muss dann die Vertrauensfrage stellen. Je eher, desto besser. Die neue Deadline ist der 17. Juli. Sollten die Streitpartner sich bis dahin nicht zusammenraufen, dürfte es das mit der Ampel gewesen sein.